Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um mein großes Becken und da wollte ich jetzt einfach mal die Technik vorstellen. Da hatte ich jetzt viel nicht mehr zu dem Becken gezeigt. Da hatte ich nämlich Probleme mit. Da waren einige Fische krank, einige sind auch gestorben. Und da habe ich jetzt 2 Monate mit Medikamenten behandelt und die Behandlung ist jetzt vorbei. Und jetzt fange ich nämlich wieder an mit Algen zu besetzen. Weil durch das Medikament sind leider die ganzen Algen, die ich davor drin hatte, sind gestorben. Die 4 Korallen, die habe ich dann erstmal in ein anderes Becken. Die sahen nämlich auch nicht so toll aus. Einzige, was ist, die Gorgonie hatte ich drin gelassen. Die hat das ganz gut überstanden. Aber die Anemone ist im anderen Becken. Dann habe ich noch eine Frog Spawn, die ist auch im anderen Becken. Und dann habe ich noch eine Gorgonie, eine Minala ist das, glaube ich. Die habe ich auch ins andere Becken gemacht. Einfach zur Sicherheit, dass da nichts passiert. Ja, wie gesagt, ich fange jetzt wieder an mit Algen zu besetzen, so langsam. Es läuft jetzt ohne Medikamente, also dass die ganze Technik jetzt wieder läuft, ungefähr 2 Wochen, glaube ich. Bei der Medikamentengabe, da musste natürlich Abschäumer, UVC, Ozon, musste alles aus. Dementsprechend sah das Becken halt auch aus. Für 2 Monate ohne Abschäumung, das ist, ja, hat nur der Fließfilter alles gemacht. Aber wir haben es überlebt. Den restlichen Fischen, die jetzt da sind, denen geht es auch gut. Die Kreuzwelze, der Bambushai und der Igelfisch sind wieder wohlauf, benehmen sich wie davor auch, sind gesund. Ja, und das macht mich natürlich froh, ne? Verständlich. So, jetzt zeige ich euch mal ein bisschen was vom Becken, ein bisschen die Fische, wie es momentan aussieht. Dann haben wir mal einen Stand, weil ich plane regelmäßig Updates zu diesem Becken natürlich zu geben. Ist ja auch eins von meinem Becken und natürlich auch Makroalgen dominierend. Ne? Also ich bin ja sowieso nicht der normale Riff, Meerwasser, Aquarianer. Ich mag eher Algen, Makroalgen und bin persönlich auch eher ein Fischfan. Ne? Also Fische sind mir deutlich wichtiger als Korallen und so sieht halt auch mal ein Becken aus. Ne? Gut, dann gehen wir zur Technik über. So sieht das Ganze aus im Groben. Da hinten sind gerade die Kreuzwälze und da versteckt sich auch der Bambushai irgendwo da hinten drin. Ja, der Igelfisch, der zieht seine Runden. Der ist sehr neugierig. Also absoluter, absoluter Lieblingsfisch. Sehr viel Persönlichkeit, aufgeweckt, den ganzen Tag aktiv. Guckt, was er so macht. Guckt, was ich mache. Das ist viel wichtiger und ob ich Futter dabei habe. Ja. Das sind die Kreuzwälze. Die sieht man tagsüber eigentlich so gut wie gar nicht. Die liegen alle, genauso wie der Hai, immer unterm Flying Reef, was ich gebaut habe. Das ist 1,10 Meter mal 70 Zentimeter. Das habe ich mit Acrylbuchstützen einfach ans Acrylbecken mit Sekundenkleber geklebt. Da unten sieht man eine. Hält wunderbar. Und ja, warum Flying Reef? Mir war eigentlich wichtig, dass der Bambushai so viel Schwimmplatz wie möglich hat. Es sollen ja auch nicht allzu viele Steine rumliegen, wo er gegenschwimmen kann und sich verletzen kann. Daher habe ich seine Höhle quasi so gemacht, dass da nirgendwo was auf dem Boden aufsteht. Die restlichen Aufbauten auch. Eigentlich steht sehr wenig nur auf dem Boden. Dass er zwar Höhlen hat, aber nicht so viel rumsteht, wo er gegenschwimmen kann. Einzige, was jetzt noch rauskommt, sind die Steine hier. Da hatte ich jetzt geplant, dass ich mir so künstliches Seegras hole und das hier reinpflanze, damit er da ein bisschen erkunden kann und sich verstecken kann. Aber dann kommen die Steine da zumindest raus und ich habe nochmal ein wenig das Verletzungsrisiko minimiert, falls er mal gegenschwimmt. Da Haie bei Wunden öfters das Problem haben, dass sie halt eine bakterielle Infektion kriegen und das ist eigentlich meistens das Todesurteil. Da kann man dann, wenn man Glück hat, zum Tierarzt mit, der sich da auskennt und ihm halt was spritzen. Ne? Aber so eigentlich etwas, was man als Haibesitzer nicht haben will.
so angefangen, das Becken zu besetzen, habe ich mit Makroalgen, die mit recht hohen Nährstoffwerten klarkommen. Also bei Makroalgen muss man auch unterscheiden. Manche, die wollen auch relativ nährstoffarmes Wasser. Die kann man jetzt nicht bei 50 Nitrat und ein Phosphat rein, die gehen sofort kaputt, beziehungsweise werden dann halt durch grüne Fadenalgen oder so einfach auskonkurriert und dann sterben die ab. Besetzt habe ich mit, hier ist eine Caulerpa rasmosa Hybrid. Das ist nicht die richtige grüne Traubenalge, die hat nämlich ein bisschen, ich weiß nicht, ob man es sieht, nicht runde Kugeln dran, sondern eher wie so eine Trompete, also so eine Mischung zwischen Racemosa und Turbinata. So sieht das Ganze aus. Dann habe ich hier meine Halypton gestern hochgesetzt, weil die angefangen hat in einem anderen Becken gelbe Blätter zu kriegen. Und das ist der einzige Rest von dieser Alge, den ich noch habe, und den versuche ich natürlich zu retten, weil über den großen Becken habe ich definitiv die beste Lichttechnik rüber. Das sollte eine Gracilaria sein, wenn mich das nicht täuscht. Welche weiß ich jetzt aus dem FF gerade nicht. Das ist eine Cladophora prolifera. Da habe ich oben aus dem Lido mal die Hälfte abgeschnitten und unten reingesetzt. Die soll in der Natur an vor Felswänden, wo viele Seevögelnisten vorkommen, also die mag es eher dreckig. Da probiere ich das mal hier in dem Becken. Hinten haben wir eine Botryokladia, also rote Traubenalge. Die wird nicht ganz so hell, deswegen habe ich sie recht weit außen vom Becken gesetzt und nicht mittig. Der scheint es auch gut zu gehen, ist schon gut gewachsen. Dann ist da hinten irgendwie komischerweise auch noch eine Caulerpa Hybrid. Da habe ich dann noch eine rote Traubenalge, aber die hat größere und die wächst nicht so buschähnlich, sondern die wächst halt eher wie ein Knäuel und hat größere, also erbsengroße Trauben, wenn man es so nennen mag. Dann habe ich da hinten noch eine Halimeda, mittelgroße Blätter. Hier vorne haben wir eine Halimeda mit großen Blättern. Dann, das müsste eine Gracilaria sein, wenn mich das nicht täuscht. Und hier haben wir die richtige Caulerpa rasmosa, da sieht man ja, die hat wirklich runde Kugeln drauf. Im Vergleich hier zu die Hybrid wieder, die hat deutlich andere Kugeln, ne? Die sind nicht rund, die sind ein bisschen lang gezogen. Und hier, das sind komplett runde. Ja, ein Kenia-Bäumchen, wir wollen es ja einfach halten. Pumpende Xenien habe ich auch. Also die vermehren sich bis jetzt nicht so stark. Also mich würde es nicht stören, wenn sie das ganze Becken voll machen. Ich finde, die passen recht gut zu Makroalgen. Dann eine ganz normale Gorgonie. Finde ich, passt auch sehr gut zu Makroalgen. Dann habe ich noch verschiedene Zoanthus hier drin. Ich frage mich jetzt nicht, wie die heißen. Sind aber auch nichts Spektakuläres. Ich glaube, die ist es Alien Invasion oder wie es auch immer heißt. Also sind rot mit Punkten. So, dann habe ich hier eine Kalkgabelalge, eine rote. Dann, die kennt bestimmt jeder. Geht's mal aus dem Weg. Caulerpa taxifolia. Finde ich mit einer fast, also gefällt mir sehr gut von der Art. Finde ich ist schön. Schöner zumindest wie die Hybrid für meinen Geschmack. Ja, also mit einer der Favoriten, auch wenn es eigentlich eine der nicht so seltenen ist. Ist ein Klassiker für mich. So, was haben wir noch? Ja, da haben wir nochmal die rote Traubenalge, noch eine Portion. Da sieht man, das wächst halt wie ein ausgespucktes Kaugummi mit recht großen Blasen. Dann haben wir hier, da muss ich noch mal ein bisschen heller stellen, eine Blue Hypnea. Da werde ich aber aus einem anderen Becken noch mal welche holen. Die mag es auch recht hell. Die wird dann bisschen mittiger hier oben wahrscheinlich hin oder hier oben drauf. Also die mag schon knalliges Licht, dann wächst sie auch gut. Ja, wie man unschwer erkennen kann, habe ich sehr viel Meersalat drin. Der hat komischerweise die Medikamentenbehandlung dann doch überstanden. Der sah stellenweise so aus, als ob er auch abstirbt. Aber der hat sich jetzt, sobald es mit den Medikamenten vorbei war, ist er sofort wieder
gekommen. Da ist jetzt der Plan, halt einfach mit anderen Makroalgen so stark zu besetzen und regelmäßig abzupfen, dass die halt dann auskonkurriert werden, dass sie gar keine Chance mehr haben, sich zu vermehren. Das kann man eigentlich auch recht gut sehen, wenn man jetzt guckt, da wo jetzt keine Alge ist, da ist der ganze Stein voll, und hier jetzt zum Beispiel, wo jetzt die Racemosa ist, da wächst halt eigentlich gar nichts an Meersalat. Und so ist der Plan, eigentlich alles zu besetzen. Da hinten auch nicht, wo eine andere Alge ist. Der will es einfach nicht wachsen. Wohingegen keine ist, da wächst es ungehindert. Ne? Also ist der Plan, voll mit Makroalgen zu besetzen und die so dann einfach zu verdrängen. Hat in dem Lido 120 auch super funktioniert. Und das gleiche wird ja im Großen auch funktionieren. So, das Becken ist ein Acrylbecken. 1 Meter tief, 2 Meter lang, 60 cm hoch. Ich kriege nie alles ganz drauf, da der Raum nicht sehr groß ist, wo das Becken steht. Das steht nämlich nicht in der Wohnung, das steht draußen im Hof in einem ehemaligen Pferdestall. Ja, weil es wegen ein paar Zentimeter, beziehungsweise ich habe das Kippmaß vergessen, dann hat es nicht in den Keller gepasst. Das war ja eigentlich der Plan, das in den Keller zu packen und dann hier ein großes bauen zu lassen. Aber gut, das hat da nicht reingepasst. Und nun steht das hier und dann muss ich halt mal schauen, wenn ich dann vergrößere, muss ich die Fische wahrscheinlich alle in den Swimmingpool erstmal parken im Keller, dann hier aufbauen lassen und dann wieder umziehen. Ne? Ist jetzt so, wie es ist. Ich mache das Beste draus. So, Lichttechnik. Wird wahrscheinlich niemandem irgendwas sagen von der Lichttechnik. Und zwar, das sind Spider Pharma Lampen, für die Firma nichts sagt. Das sind Grow-Lampen für Menschen, die gerne im Winter Tomaten züchten, wovon der Nachbar nichts wissen darf. Für sowas werden die genommen oder allgemein Salatanbau. Warum benutze ich diese Lampen? Ich bin eigentlich dazu gekommen, da ich davor am Anfang immer Süßwasserlampen hatte für die Algen. Das hat gut funktioniert. Aber man ist ja auch weitergekommen, ne, was Photosynthese und sowas angeht, und Algen brauchen halt auch, also zumindest die oberflächennahen, ne, die reagieren auch super auf UV und Infrarot, und das haben die Grow-Lampen nämlich. Die haben Infrarot- und UV-Lampen, wenn auch nicht viel, aber es bringt halt, ich hab's. Ne? Und unter den Lampen ist bis jetzt, sind die Makroalgen einfach am besten gewachsen. Und ja, da habe ich jetzt zusätzlich noch Popblumen T75 Meerwasser drunter. Die haben eigentlich nur den Zweck, dass ich quasi dimmen kann. Da die Grow-Lampen, die gehen über eine Zeitschaltuhr, die gehen an mit der eingestellten Leistung und auch sofort wieder aus. Durch die Popblumenlampen kann ich quasi Sonnenaufgang, Untergang einstellen. Und ich habe noch ein bisschen mehr Power im blauen Spektrum. Da werde ich auch demnächst noch ein Video zu machen, weil die muss ich nämlich noch einstellen. Die habe ich jetzt grob einfach mal eingestellt, 30%. Die Popblumen und die Grow-Lampen. Ja, läuft, funktioniert soweit. Für den Start ganz okay. Eine von den Grow-Lampen hat 300 Watt. Mit den beiden Popblumen drunter sind wir bei 480 Watt bei Volllast pro Lampe. Also 480, da nochmal 480. Aber ich hatte sie mal auf 100%, da hatte ich mal kurz mit einem Spektrometer und Paarmesser gemessen, da kommt ja am Boden fast 500 Paar noch an. Das brauche ich nicht, das ist viel zu viel, die werden auch niemals wahrscheinlich auf Vollgas laufen, brauche ich nicht. Außer ich hänge sie jetzt noch höher, damit ich über dem Becken schöner hantieren kann. Ja, dann gehen wir mal weiter, was gibt es noch zu zeigen? Ja, das Filterbecken, da muss ich noch mal kurz heller machen. Und zwar, das ist mein ehemaliges 530 Liter Becken. Das habe ich daneben gestellt. Da habe ich dann einen Fließfilter habe ich dran. Das ist der von Reef Factory Smart Roller M. Da habe ich jetzt aber auch angefangen, die Fließrollen, wenn sie komplett schmutzig sind, die wasche ich selber. Die werden dann quasi von der anderen Seite, also von der Seite dann mit einem Hochdruckreiniger durchgespült, da ja hier von der Rückseite das Wasser immer durchfließt, dann puste ich den Dreck raus. Dann wird das Ganze abgespult in Chlor eingelegt, dann kommt es in die Waschmaschine mit Trockenprogramm und dann rolle ich die wieder auf, weil bei einer neuen Rolle, da zieht er mir 6 Meter am Tag durch, bei 40 Meter kann man sich vorstellen, wie schnell die Rolle weg ist.
Und wenn ich die gewaschen habe, da ist die Maschen wahrscheinlich nicht mehr ganz so fein und da bleibe ich damit bei gemütlichen 2 Meter, 1 Meter, 1,50 Meter bis 2 Meter am Tag. Das ist noch vertretbar. Ja, dann habe ich noch einen Deltec 3000i, der mal sauber gemacht gehört. Der lief in der Medikamentenbehandlung ohne Topf einfach, damit ein bisschen Sauerstoffeintrag ist. Der läuft aber auch nicht auf Volldampf, brauche ich nicht. Da holt er mir, sage ich mal, zu viel von den Spurenelementen raus. Gerade beim Makroalgen will ich so viel wie möglich drin behalten. Und ich kontrolliere quasi, also davor, jetzt fange ich ja wieder an, davor habe ich meinen Nährstoffgehalt quasi über die Lichtintensität einfach gesteuert. Ne? Umso mehr Licht man gibt, umso mehr Photosynthese machen die Algen und umso mehr Nährstoffe werden verbraucht. Dementsprechend kann man dann den Eiweißabschäumer runterstellen. Also kann man handhaben, wie man will. Wenn man natürlich jetzt nicht hier jedes Mal im Hauptbecken so viel mit Fadenalgen oder so zu tun haben will, dann gibt man natürlich weniger Licht. Dafür macht man den Abschäumer ein bisschen stärker, damit man dann auf den Nährstofflevel, was man halten will, kommt. Aber ich habe bis jetzt kein Problem. Also Fadenalgen halten sich sowieso in Grenzen, wenn das voll mit Makroalgen ist. Die haben gar keine Chance mehr eigentlich. So, was habe ich dann noch? Der Abschäumer, der ist mit Ozon betrieben. Da geht da unten der Ozonschlauch ran. Das mache ich ohne Redox-Sonde, da ich dann hier noch ein UVC habe mit 72 Watt. Das neutralisiert das überschüssige Ozon auch noch. Ich habe das Ozon jetzt alle 15 Minuten in der Stunde, für 15 Minuten, jede Stunde habe ich es einmal an. Also alle Stunde geht es an für 15 Minuten mit einem Abluftventilator hier. Und dann läuft es ein bisschen durch. Also ich habe auch keinen Ozongeruch, wenn ich die Nase über den Abschirm, also der ist minimal eingestellt. Und da sehe ich jetzt auch nicht den Sinn, dann mit einer Redox-Sonde, die man warten muss und man neu kaufen muss, zu arbeiten. So, in dem Filterbecken habe ich natürlich auch noch Makroalgen, die momentan aber leider nicht so gut wachsen. Da ist, keine Ahnung, das ist eine Refugiumlampe, rot-blau. Da will das halt überhaupt nicht. Da werde ich jetzt auch, ich habe noch 2 Popblumen Süßwasserlampen, die wollte ich hier dann rüber machen. Da mache ich dann noch ein Video, wenn ich wahrscheinlich die Lampen hier von der Stärke einstelle. Dann mache ich hier die Lampen gleich mit, stelle es auch ein und dann wird hier wieder ein Algenrefugium, was quasi dann immer läuft, wenn im großen Becken das Licht ausgeht, dann läuft es hier, also Reverse Daytime, damit der pH gleich bleibt. Ne? Weil beim Makroalgenbecken fällt das in der Nacht schon extrem. Tagsüber habe ich die 9, pH 9 und dann in der Nacht stellenweise fällt es dann wirklich runter bis auf 7,5. Das ist halt schon ein großer Sturz und das versuche ich natürlich mit einem Refugium, was dann leuchtet, wenn es im Hauptbecken hell ist, natürlich zu verhindern. Ja, was habe ich noch? Genau, ich habe noch eine Dosieranlage habe ich noch dran. Die nehme ich dann in Betrieb, wenn ich eine ICP habe machen lassen. Dann lasse ich das Becken jetzt noch eine Woche laufen. Jetzt ist sowieso Generalstreik, da wird am Montag sowieso wahrscheinlich nichts weggehen. Deswegen warte ich einfach noch eine Woche, bis ich das ein bisschen eingependelt habe. Schick eine los, dosiere dann die ganzen fehlenden Sachen nach. Und dann habe ich wieder einen Stand und dann geht die Dosieranlage in Betrieb. Ich benutze das Aqua Forest 1 plus, 2 plus, 3 plus das Reef Mineral Salt. Das habe ich an allen Becken bis jetzt und also für mich funktioniert es. Wenn es für andere nicht funktioniert, ja, kann ja jeder benutzen, was er will. Bei mir funktioniert es, ist günstig. Ja. Gut, Strömung habe ich Max Spect Jaya XF 350 im Duo laufen. Strömung finde ich gut, die sie macht. Allerdings, was auch wahrscheinlich jeder andere sagt, muss man oft reinigen. Ja, muss man mit leben. Also mir ist von vornherein klar eigentlich, dass ich nicht ein Becken habe, was ich einfach einen Monat stehen lassen kann und da gar nichts machen muss. Ich mache einfach einmal in der Woche dann Pumpe sauber. Der Abschäumer wird auch dann meistens nach einer Woche voll. Und das ist halt dann fürs Wochenende die Routine. Ne? Ja, hier hängt der Controller. Guti. Dann Heizstab habe ich einen 600 Watt Titan-Heizstab. Das reicht vollkommen aus. Von Aqua Light ist der.
reicht hierfür aus. Da ich den Raum ja auch noch mit einem Heizlüfter quasi ein bisschen beheizt, dadurch, dass draußen steht, muss ich halt schauen, dass ich irgendwie über 18 Grad bleibe, damit es hier nicht zu einer Tropfsteinhülle mutiert. Ja, und dadurch muss der 600 Watt Heizstab auch nicht allzu viel arbeiten. Ja, das war es im Großen und Ganzen mit meiner Technik. Ja, also der ganze Raum ist eigentlich voll mit dem Becken. Viel Platz ist nicht. Ach, im Sommer kommt da oben dann das Klimagerät ran. Falls es mal hier drin über 27 wird. Decke habe ich auch gedämmt. Bin ich auf den Sommer mal gespannt, wie es dann aussieht. Und ja, ist alles vorbereitet, dass es hier funktioniert. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wem es gefallen hat, kann es gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin auch gerne offen für Themen, die ich behandeln soll. Ob jemand Vorschläge hat, ja, mach mal zu der Alge was oder dies. Was ich nicht mache, ist, wie wird man Algen los? Das ist nicht mein Bereich, beziehungsweise am besten wird man die Algen los, wenn man sagt, ja, die ist schön, die will ich haben. Die stirbt dann nämlich meistens, sobald man sie haben will, dann kann man sie komischerweise nicht halten. Ja, einfach in die Kommentare schreiben, wenn irgendwas ist, was ihr sehen wollt oder noch Fragen habt, die ich jetzt nicht in dem Video beantwortet habe. Einfach reinschreiben. Wer will, kann abonnieren, dann verpasst ihr auch nichts. Und dann werde das nächste Video einstellen von den Lampen mit ein paar Messgerät und Spektrum. Und da kann ich auch noch ein bisschen was erklären, wie ich mir die Lampen einstelle, worauf ich achte, wie viel Paar ich mache. Ja. Danke fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Video.